Ich mache seit über 30 Jahren Kraftsport. Regelmäßig, konstant und eisern. Und trotzdem hatte ich bereits mit Mitte 20 Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich. Wie das sein kann? Mit nur 11 Jahren hatte ich meinen ersten PC. Als Teenager stundenlang davor. Dann Informatikstudium, noch mehr sitzen. Danach fast 20 Jahre als Informatiker im Büro. Ich habe Sport gemacht, ja, aber ich habe auch gesessen. Jeden Tag stundenlang. Das ist das Problem, über das keiner redet. Nicht wie oft du Sport machst, sondern wie viele Stunden am Tag du sitzt und was das mit deinem Körper macht. Denn wer zu den Menschen mit der niedrigsten Muskelmasse gehört, hat ein bis zu dreifach höheres Risiko für Herzinfarkt, unabhängig vom Körpergewicht. Die WHO sagt, 150 Minuten Bewegung pro Woche reichen. Das ist ein Minimum, kein Optimum. Sport schützt dich nicht, wenn du den Rest des Tages sitzt. Basierend auf der Arbeit von Dr. James Levine, Professor Ingo Frohböse, Dr. Gabriel Lyon, Professor Daniel Liebermann und weiteren Fachleuten erkläre ich dir heute, was wirklich zählt. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 46 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Ich bin kein Arzt, sondern Diplom-Informatiker. Ich betrachte den Körper wie ein System. Was reinkommt, bestimmt, was rauskommt. Gesundheit ist kein Glück, sie ist eine Entscheidung. Und wer das einmal verstanden hat, schaut auf seinen Alltag mit völlig anderen Augen. Was mich persönlich betrifft, mein Körperfettanteil liegt dauerhaft bei ca. 12%. Meine chronische Knieentzündung ist weg. Ich spiele Basketball und bin im Sommer fast jeden Tag auf dem Wakeboard. Und meine Prostata hat sich nachweislich um 18% verkleinert, gemessen vom Urologen. Wie? Ohne Medikamente, durch Ernährung, Bewegung und das Verständnis dafür, wie der Körper wirklich funktioniert. Wenn du wissen möchtest, wie meine persönliche Transformation damals aussah, schau gerne in mein Video dazu rein, was ich dir hier verlinke. Ich sage das nicht, um anzugeben. Ich sage das, weil ich der lebende Beweis bin, dass es keine Ausreden gibt. Ich habe 2 kleine Kinder, ich war Senior Manager bei Amazon, danach Geschäftsführer einer E-Commerce-Firma. Für Amazon damals war ich jede zweite Woche im Flieger und kenne lange anstrengende Wochen. Wenn ich behaupten würde, ich hätte Zeit für Sport, würde ich lügen. Ich habe mir die Zeit aber trotzdem genommen und du kannst das auch. Unsere Gesellschaft nennt es Komfort, den Fahrstuhl zu nehmen und Stress, die Treppe hochzurennen. Sie nennt es Normalität, 8 Stunden am Tag zu sitzen und Eigenartigkeit, alle 60 Minuten aufzustehen. Aber das wahre Opfer bringen nicht die Disziplinierten. Das Opfer bringen die ihre Gesundheit gegen kurzfristige Bequemlichkeit tauschen und später, Jahrzehnte früher mit dem Körper eines gebrechlichen Menschen durch die Welt schlurfen. In diesem Video sprechen wir darüber, warum unsere Welt uns systematisch auf Bewegungslosigkeit optimiert, warum das dich krank macht und Jahre deines Lebens kostet und was du ab heute konkret dagegen tun kannst. Kein Gym nötig, kein Geld nötig, nur eine Entscheidung. Los geht's. Stell dir vor, jemand würde dir vorschlagen, lass uns alle Gelegenheiten aus deinem Alltag entfernen, bei denen du dich bewegst. Treppe, weg damit, Fahrstuhl. Fahrrad, zu anstrengend, E-Bike. Zu Fuß gehen, Quatsch, rein ins Auto. Du würdest hoffentlich sagen, das ist doch absurd. Und trotzdem leben wir genau so. Schau dir einen typischen Tag an. Schlafen, also im Liegen, Auto zur Arbeit, Fahrstuhl in die Firma, 8 Stunden sitzen oder noch länger, Auto zurück, Couch, Netflix, einschlafen, Repeat. Dazwischen vielleicht einmal pro Woche joggen gehen und dann das schlechte Gewissen abarbeiten und denken, reicht das nicht? Nein, es reicht nicht. Dazu aber gleich mehr. Aber zuerst schau dir an, was wir uns ausgedacht haben, um die letzten Reste von Bewegung aus unserem Leben zu tilgen. Rolltreppe, wir stehen drauf, obwohl wir laufen könnten. Rollband am Flughafen, ich nutze diese Dinger erst gar nicht. Die sind so mit Leuten verstopft, die einfach draufstehen und den Verkehr aufhalten, dass ich schneller bin, wenn ich daneben herlaufe. Das Band soll uns schneller am Flughafen machen. Und was machen wir? Bleiben darauf stehen. Dann das geliebte E-Bike der Deutschen. Schau dir an, wer diese Dinger fährt. Ich will niemanden beleidigen, aber die Mehrheit der E-Biker, die ich sehe, sind nicht fit. Sie ersetzen die letzte verbliebene Alltagsbewegung durch einen Elektromotor. Dann E-Scooter. Wir nutzen sie massenhaft für Strecken von 1 bis 2 Kilometern. Genau die Distanz, die wir locker zu Fuß gehen könnten oder mit dem Fahrrad fahren. Stattdessen stehen wir völlig starr auf einem Brett und lassen uns ziehen. Dann noch Saugroboter und Mähroboter. Früher war Staubsaugen oder Rasenmähen echte Bewegung im Alltag. Heute sitzen wir auf der Terrasse und schauen einem kleinen Roboter zu, wie er für uns die Arbeit macht. Dann das Thema Smart Home und Sprachassistenten, was ich natürlich auch mag als Informatiker, aber dennoch, Alexa, Licht aus. Hey Google, Rollladen runter. Wir haben uns sogar den 5 Meter langen Weg zum Lichtschalter wegrationalisiert. Das klingt wie ein Witz, es ist aber keiner. Dann Lieferdienste. Früher hieß Einkaufen zum Supermarkt laufen, den Wagen schieben, schwere Taschen nach Hause schleppen. Ein perfektes Kraftausdauertraining im Alltag. Heute tippen wir auf dem Bildschirm und jemand anderes bringt uns die Lebensmittel bis an die Wohnungstür. Und das perfideste, im Alter, genau dann, wenn Bewegung am allerwichtigsten ist, um Kraft und Muskeln zu erhalten, steigen die meisten auf Minifahrzeuge um, Seniorenmobil, Elektroscooter, gesellschaftlich akzeptiert. Medizinisch gesehen der Anfang vom Ende.
Ich habe dazu ein ganzes Video gemacht, das dir zeigt, was mit unserem Körper ab 30 wirklich passiert und was du dagegen tun kannst. Schau gerne mal rein. Ich mache das anders. Am Flughafen bin ich der eine Verrückte, der die Treppe hochrennt, während alle anderen auf der Rolltreppe stehen. In den 5. Stock nehme ich nie den Fahrstuhl. Ab dem 8. Stock denke ich mal drüber nach und nehme dann trotzdem die Treppe. Nicht, weil ich zwanghaft bin, sondern weil ich verstanden habe, dass jede dieser kleinen Entscheidungen zählt. Jetzt mal ehrlich, schreib's mal unten in die Kommentare, welcher dieser Bequemlichkeitsfallen nutzt du noch täglich? Fahrstuhl, E-Scooter, Lieferdienst etc. Ich bin gespannt. Und jetzt kommen wir zur Frage, was passiert wirklich in deinem Körper, wenn du dich zu wenig bewegst? Dr. James Levine, Forscher der Mayo Clinic und der Mann, der den Begriff NEAT geprägt hat, Non-Exercise Activity Thermogenesis, hat jahrelang untersucht, was schlanke Menschen anders machen als Übergewichtige. Das Ergebnis war verblüffend. Alle Studien, die ich hier heute nenne, findest du wie immer in der Videobeschreibung. Hör dir mal selbst an, was Dr. James Levine zu dem Thema sagt. Auf der einen Seite des Schreibtisches sitzt jemand Schlankes, auf der anderen jemand mit Übergewicht, der jede Diät versucht. Der magische Unterschied besteht aus täglich über 2 Stunden mehr auf den Beinen als beim Übergewichtigen. Menschen mit Übergewicht neigen dazu, täglich 2 Stunden und 15 Minuten mehr zu sitzen. Da wird klar, dass es bei Fettleibigkeit nicht nur um den Energieverbrauch ging. Da steckt mehr dahinter. Denn dann kamen die Daten und sobald die Technologie verfügbar war, wurden daraus Geräte wie all die Tracker, die wir heute tragen. Die wissenschaftliche Datenlage hat sich inzwischen deutlich verdichtet. Viel Sitzen macht, völlig unabhängig vom Körpergewicht, anfällig für Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Leiden, Depressionen, Rückenprobleme und Krebsarten wie Brust- oder Prostatakrebs. Es geht hierbei also um weitaus mehr als nur um die bloße Anzahl der Kalorien. Es ist tatsächlich so, dass zu langes Sitzen ernsthaft schädlich ist. 2 Stunden und 15 Minuten mehr Bewegung pro Tag. Nicht im Gym, nicht beim Sport. Einfach im Alltag. Das ist der Unterschied zwischen schlank und nicht schlank. Vollkommen unabhängig davon, ob jemand ins Fitnessstudio geht oder nicht. NEAT steht für alle Kalorien, die du verbrennst, ohne bewusst Sport zu treiben. Gehen, stehen, Hände bewegen, Treppe steigen, das Kind auf dem Arm tragen. Und dieser Wert kann bei 2 Menschen gleicher Größe und gleichen Gewichts um bis zu 2000 Kilokalorien pro Tag auseinanderliegen. Pro Tag. Das ist mehr als eine komplette Mahlzeit täglich. Und genau deshalb laufe ich täglich 4 bis 5 Stunden auf meinem Office-Laufband, während ich zeitgleich arbeite. Im Internet recherchieren, Kommentare beantworten, Videos schneiden, Grafiken bearbeiten etc. Alles auf dem Laufband. Und weißt du was? Man merkt es nach einer Weile gar nicht mehr. Die Konzentration leidet nicht. Im Gegenteil, mein Kopf läuft sogar besser, wenn mein Körper in Bewegung ist. Das ist kein Motivationszitat, das ist Hirnforschung. Das Laufband, das du hier in meinem Studio siehst, ist das Kuipas K1. Kuipas ist eine deutsche Marke, die Fitnessgeräte aus echtem Holz fertigt. Kein Billigplastik, sondern echte Esche. Das K1 hat einen starken und dabei leisen Motor. Du kannst währenddessen telefonieren, ohne dass jemand etwas hört. Die Geschwindigkeit lässt sich in 0,1 Stundenkilometer Schritten einstellen. Das ist wichtig, wenn man, wie ich zum Beispiel, bei 1,5 km/h anfängt und sich langsam steigert. Aktuell laufe ich bei ca. 2,7 km/h und kann währenddessen sogar Grafiken freistellen. Das Coolpass K1 ist platzsparend, hochwertig und sieht gut aus im Zimmer. Das K1 hat den German Design Award 2025 gewonnen und das Chip-Gütesiegel sehr gut in den Kategorien Training und Bedienung. Das K1 findest du auf meiner Top-3-Seite unter lifealgorithm.de, Top-3-Produkte in der Kategorie Bewegung und dann Homeoffice. Coolpass gibt unserer Community exklusiv 8% Rabatt mit dem Code LifeAlgorithm. Den Code findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt wird es biochemisch, aber ich halte es einfach. Wenn du sitzt, passiert etwas in deinem Körper, das die meisten nicht kennen. Das Enzym Lipoproteinlipase, LPL, ist dafür zuständig, Fette im Blut abzubauen, damit deine Muskeln und Organe sie als Energie nutzen können. Chronisches Sitzen senkt LPL messbar. Die Folge: Schon nach wenigen Stunden beginnen die Triglyceride zu steigen und die Insulinsensitivität sinkt. Dein Körper wird langsam metabolisch krank. Und kein einmaliges Joggen am Wochenende macht das rückgängig. Wenn dir das gerade die Augen geöffnet hat, lass gerne einen Daumen nach oben da oder noch besser, teile das Video mit jemandem. Das kostet dich 2 Sekunden und hilft anderen Leuten, diese Informationen auch zu bekommen. Jetzt die Studie, deren Ergebnis ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Forscher haben über 1000 Menschen über mehrere Jahre begleitet und Muskelmasse, Fettanteil und Sterblichkeit verglichen. Das Ergebnis: Wer zum Drittel mit der niedrigsten Muskelmasse gehörte, hatte ein bis zu 3-fach höheres Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall und das unabhängig vom Körperfettanteil. Mit anderen Worten, du kannst normalgewichtig sein und trotzdem gesundheitliche Probleme bekommen, weil deine Muskeln zu schwach sind. Nicht Fett ist dein größtes Problem, Muskelschwund ist es. Dazu kommt, ab dem 30. Lebensjahr
verlierst du jährlich rund 1% deiner Muskelmasse. Professor Ingo Frohböse sagt dazu etwas, das ich jedem ab 30 ans Herz legen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht auch hier nochmal eine Größe. Männer idealer 35-40% Muskelmasse, Frauen idealerweise 25-30% Muskelmasse, insbesondere bezogen auf den Gesamtkörper. Weiß man, wie viel Prozent der Bevölkerung das erreichen? Die wenigsten, Die da bin ich wenigsten. mir sicher, die wenigsten. Wir gehen ja davon aus, und das ist, die Literatur schreibt das ja auch immer, die sagt ja so, ab dem 30. Lebensjahr verschwindet 1% Muskelmasse, verschwindet 1% quasi Muskelkraft. Das haben wir ja immer so als Gott gegeben hingenommen. Mittlerweile wissen wir aber, es ist nicht Gott gegeben, ist auch nicht Schicksal gegeben, sondern es ist nutzungsabhängig. Das heißt also, wir haben ab dem 30. Lebensjahr in der Regel immer weniger körperliche Aktivität. Das wissen wir ja alle selber. Genau deswegen schwindet Kraft und Muskulatur. Und dementsprechend wissen wir, dass ab dem 50. Lebensjahr circa 50-60% der Menschen in Deutschland das nicht mehr erfüllen, weil sie einfach diesen gottgegebenen Verlust hinnehmen und dementsprechend ab dem 50. Lebensjahr ist bei meisten schon die weiße Fahne gehisst. Nutzungsabhängig, das ist das Schlüsselwort. Dein Körper baut nur das ab, was er nicht braucht. Wenn du ihn nicht forderst, entscheidet er langfristig, die Muskeln brauchen wir nicht mehr. Ich habe Ende 2024 einen ausführlichen Check gemacht. Mit 44 hatte ich einen Körperfettanteil von 11,2%, bei 96,7 Kilo Körpergewicht, mit einer Skelettmuskelmasse von 48,5 Kilo, also ca. 50% meiner Körpermasse. Bei einem BMI von 26,8, was für die WHO Übergewicht bedeutet. Falls du dieses Video gerade auf deinem Handy schaust, nutze bitte die Hype-Funktion direkt unter dem Video. Das ist wie ein Super-Like und hilft, dass diese Infos mehr Menschen erreichen, die sie wirklich brauchen. Die Hype-Funktion gibt es nur in den ersten 7 Tagen des Videos. Das teure Gym-Abo, der Proteinshake, das wöchentliche Joggen, all das ändert nichts an den anderen 23 Stunden des Tages, in denen du sitzt oder liegst. Die einzige Lösung ist, den ganzen Tag anders zu gestalten, nicht nur eine Stunde davon. Jetzt muss ich kurz den Teufel verteidigen, denn du bist nicht schuld. Harvard-Evolutionsbiologe Professor Daniel Lieberman hat etwas herausgearbeitet, das alles erklärt. Unser Gehirn ist darauf programmiert, unnötige Energie zu sparen. In der Steinzeit war Energie das knappste Gut überhaupt. Wer sich unnötig bewegte, verschwendete Ressourcen. Wer rastete, überlebte. Der Drang zum Sitzen, zum Rasten, zur Bequemlichkeit ist kein Charakterfehler. Es liegt in der Natur der Dinge. Dieser Instinkt sitzt tief in uns drin. Und er ist nicht verschwunden, nur weil wir Supermärkte, Rolltreppen und Fahrstühle haben. Hör dir mal an, was Professor Lieberman selbst dazu sagt. Und außerdem, weißt du, Sitzen ist eigentlich ganz normal. Wenn man sitzt, ist das normal. Mein Hund sitzt eigentlich den ganzen Tag nur im Haus herum, reist man in Dörfer weltweit und studiert Jäger- und Sammlerberichte, die ja auch nicht ständig aktiv sind. Was tun sie dann? Sie sitzen vielleicht nicht auf Stühlen, die haben sie oft nicht. Sie sitzen auf dem Boden, Bänken oder Hockern. Misst man die Sitzdauer in einkommensschwächeren, nicht westlichen Gruppen, sitzen diese fast genauso viel wie wir, etwa 10 Stunden täglich. Ja, wir sind nicht ehrlich, oder? Statt Sitzen als das neue Rauchen zu verteufeln, sollten wir die Wahrheit sagen. Es gibt bessere und schlechtere Arten zu sitzen. Bleiben Sie aktiv und unterbrechen Sie das Sitzen. Man sollte nicht ewig am Stück sitzen. Steh ab und zu mal auf. Koch dir Tee, kraul den Hund oder so. Sitzen ist das neue Rauchen. Das stimmt biologisch gesehen nicht vollständig. Sitzen ist normal, es ist menschlich. Unsere Vorfahren saßen auch, nach der Jagd, beim Essen, am Feuer etc. Das Problem ist nicht das Sitzen an sich. Das Problem ist, dass wir heute fast nur noch sitzen oder liegen, vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Und jetzt kommt die Fitnessindustrie ins Spiel. Sie verkauft dir das schlechte Gewissen. Sie sagt, du bist faul, du bist schwach, du brauchst dieses Abo, diese Schuhe, diesen Trainer, diesen Shake. Dabei ist die Lösung kostenlos und überall. Das ist Industriekritik, die ich mir nicht schenken kann. Die Tech-Industrie, also Sprachassistenten, Lieferdienste, E-Mobility etc., rationalisiert jede letzte Bewegung aus deinem Alltag heraus und nennt es Fortschritt. Und die Fitnessindustrie verkauft dir danach das schlechte Gewissen zurück. Beide verdienen daran. Du zahlst mit deiner Gesundheit. Übrigens hat chronische Bewegungslosigkeit dieselben Entzündungsmechanismen wie schlechte Ernährung. Falls dich das Thema interessiert, schau gerne auch in mein Video zum Thema Entzündung rein. Es gibt eine Studie aus Harvard, die das perfekt illustriert. Hotelzimmermädchen wurden in 2 Gruppen geteilt. Einer Gruppe sagte man, eure tägliche Arbeit ist körperliches Training.
Reinigen, Laufen, Bücken, Schleppen, das ist alles Sport. Der anderen Gruppe sagte man nichts. Nach einigen Wochen hatten die informierten Zimmermädchen messbar niedrigeren Blutdruck, niedrigeren Blutzucker und sie hatten sich nicht mehr bewegt als vorher. Nur ihr Bewusstsein hatte sich verändert. Bewegung beginnt im Kopf. Du bist nicht faul, du folgst nur deiner Biologie. Aber diese Biologie wurde für eine Welt gebaut, die es nicht mehr gibt. Und wenn du das verstehst, kannst du anfangen, bewusste Entscheidungen dagegen zu treffen. Jeden Tag, in jedem Moment. Und jetzt prüfen wir, ob du gut aufgepasst hast. Hier ein kleines Quiz. Wie viele Kilokalorien kann der Unterschied in der Alltagsbewegung zwischen zwei Menschen gleicher Größe und gleichen Gewichts täglich ausmachen? A. 200 Kalorien, B. 500 Kalorien, C. 1000 Kalorien oder D. bis zu 2000 Kilokalorien? Und jetzt zum Teil, den du wirklich brauchst. Konkret, umsetzbar, ohne Gym. Ich komme hier zu meiner Geschichte zurück. Ich habe seit meinem 14. Lebensjahr Sport gemacht und trotzdem jahrelang mit chronischen Rückenschmerzen gekämpft. Warum? Weil ich zeitgleich einer der größten Sitzer überhaupt war. Erster PC mit 11 Jahren, als Teenager dann wirklich stundenlang davor, dann Ausbildung zum Fachinformatiker, dann Informatikstudium, dann fast 20 Jahre als Informatiker im Büro. Sport allein reicht leider nicht, wenn du den Rest des Tages sitzt. Das Laufband hat das Büroproblem für mich gelöst. Ich laufe täglich 4 bis 5 Stunden auf meinem Office-Laufband. Bei ca. 2,7 km/h und 4 Stunden im Durchschnitt sind das 10,8 Kilometer und ca. 15.000 Schritte pro Tag. Ich habe mit 1,5 km/h angefangen, um mich zu gewöhnen. Früher habe ich nur gestanden, das hat meinem Rücken wirklich nicht gut getan. Langsames Gehen ist die bessere Lösung. Nach wenigen Tagen Nutzung merkst du das Laufen gar nicht mehr. Ich schneide Videos auf dem Laufband, bearbeite Grafiken, führe Calls etc. Forscher haben gezeigt, dass aktive Büroumgebungen die Produktivität um 11 bis 17% erhöhen. Dein Gehirn läuft buchstäblich besser, wenn dein Körper in Bewegung ist. Kommen wir zum nächsten Trick. Den schweren Weg wählen. Jeden Tag, überall. Wähle immer den schwereren Weg. Nicht, weil du dich quälen möchtest, sondern weil jede kleine Entscheidung zählt. Treppe statt Fahrstuhl. Immer. Ausnahmslos. Wenn du im Burj Khalifa mit 828 Metern oder dem Merdeka 118 mit 679 Metern arbeitest, kannst du eine Ausnahme machen. Vermutlich arbeitest du aber im 3. oder 4. Stock. Du hast keine Ausrede. Treppen mit Vollgas hochrennen, nicht schleichen. Jede Treppe ist ein Sprint. Ich nehme auch in den 5. Stock nie den Fahrstuhl. Ab dem 8. denke ich kurz nach und nehme meistens trotzdem die Treppe. Rolltreppe, laufen, nicht stehen oder noch besser, gar nicht benutzen, wenn es eine normale Treppe direkt daneben gibt. Parkplatz, den am weitesten entfernten nehmen, jeder Schritt zählt. Telefonate im Stehen oder Gehen führen, nicht im Sitzen. In Warteschlangen auf einem Bein balancieren, klingt albern, trainiert aber Koordination und Gleichgewicht. Beides bricht im Alter als erstes weg. Dann normales Fahrrad statt E-Bike, solange es geht. Das klingt nach Kleinigkeiten, aber erinnerst du dich an James Levine? 2 Stunden und 15 Minuten pro Tag. Die entstehen nicht aus einer großen Aktion, die entstehen aus 100 kleinen Entscheidungen. Und noch etwas zur E-Bike-Industrie. Die vermarktet ihre Produkte als Gesundheitslösung. Es gibt gute Gründe für ein E-Bike. Aber wenn es die letzte verbleibende Bewegung in deinem Alltag ersetzt, dann ist es kein Upgrade, dann ist es eine Falle. Dann Bewegungssnacks alle 60 Minuten. Professor Ingo Frohböse empfiehlt, alle 60 Minuten 5 Minuten Bewegung einbauen. Kleine Muskelübungen, Treppensteigen, Kniebeugen etc. Das reicht, um die Durchblutung im Gehirn um 20 bis 30% zu erhöhen. Du denkst klarer, du arbeitest besser und du bist weniger müde. Im Alltag, wie die Zimmermädchen von vorhin, alles als Übung sehen. Ich mache es so, zum Beispiel beim Abziehen der Dusche, Kniebeugen. Richtig tief runter, Knie über den Zehen. Zwischendurch spontan 10 Kniebeugen im Büro. In der Mittagspause Spaziergang, nicht Schreibtisch. Falls du ein konkretes Training suchst, das du ohne Gym in 33 Minuten pro Tag durchziehst, mit fast 300 kostenlosen Übungen, Supersets und allem, was du brauchst, schau gerne in mein Video zu dem Thema rein. Nächster Punkt, Kind bleiben. Mit den Kindern wirklich alles mitmachen. Ich habe 2 Jungs und ich mache alles mit. Trampolinpark, Schwimmen, Klettern, Raufen, Wakeboarden etc. Ich bin nicht der Vater, der am Rand sitzt und zuschaut. Ich bin dabei, voll dabei. Fühl dich nie zu alt für irgendetwas. Nie. Das ist keine Metapher, das ist Medizin. Denn genau diese Art von spontaner, spielerischer Bewegung ist das, was dein Körper seit 100.000 Jahren kennt. Und zeitgleich zeigst du deinen Kindern, was normal ist. Was du vorlebst, werden sie für selbstverständlich halten. Und dann keine Ausreden. Und ich meine das ernst. 3 bis 5 Mal pro Woche 30 Minuten intensives Training. Ohne Gym, ohne teure Geräte. Wie ich das konkret in meinen Alltag integriere, erkläre ich in meinem Video über meine Tagesroutine. 30 Minuten bei 5 Tagen sind 150 Minuten pro Woche. Du hast 10.080 Minuten pro Woche. Du redest also von 1,5% deiner Zeit. Was du meinst, keine Zeit zu haben, leg das Handy abends 30 Minuten früher weg und steh 30 Minuten früher auf. Die Welt wird immer digitaler und virtueller. Was die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren mit unserer Bewegung machen wird, malen wir uns noch gar nicht aus. Umso wichtiger ist es, jetzt gegenzusteuern. Jim Rohn hat es auf den Punkt gebracht.
Kümmere dich um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Jetzt kommen wir zum Kern von allem. Dr. Gabrielle Lyon ist Ärztin und eine der weltweit führenden Stimmen zur Muskelgesundheit. Hör dir einen Satz von ihr an, den ich jedem einimpfen möchte. Bisher fokussieren alle auf Fettleibigkeit, doch sie ist nicht das Problem. Im unteren Drittel der Kraft ist dein Sterberisiko für fast alles um 50% höher. Priorisiere die Skelettmuskulatur. Wenn du zum schwächsten Drittel der Bevölkerung gehörst, hast du ein 50% höheres Risiko, an irgendetwas vorzeitig zu sterben. Nicht an Übergewicht, an Schwäche. Muskeln sind kein Luxus. Sie sind auch kein Schönheitsziel. Sie sind das größte endokrine Stoffwechselorgan deines Körpers. Sie schütten bei jeder Kontraktion Myokine aus, hormonähnliche Botenstoffe, die Entzündungen hemmen, Knochen stärken und das Gehirn schützen. Entweder dominieren Muskeln dein Hormonsystem oder Fett dominiert es. Beides produziert Botenstoffe. Die Botenstoffe von Fett fördern Entzündungen, die Botenstoffe von Muskeln bekämpfen sie. Die Entscheidung liegt bei dir. Krafttraining 3 bis 5 Mal pro Woche ist der entscheidende Hebel. Spazieren gehen reicht leider nicht. Radfahren reicht auch nicht. Du brauchst mechanischen Widerstand. Und noch etwas für alle, die denken, mit 50, 60 oder 70 sei es zu spät. Im Alter müssen wir härter trainieren, nicht vorsichtiger. Die Harvard Alumni Study zeigt, wer spät anfängt, sich zu bewegen, senkt seine Sterblichkeit um 25 bis 33%, unabhängig davon, ob man vorher aktiv war. Es ist nie zu spät, aber es wird jeden Tag teurer, noch länger zu warten. Falls dir dieses Video gerade die Augen geöffnet hat, dann lass gerne jetzt einen Daumen nach oben da oder noch besser, teile das Video mit jemandem, dem du dieses Wissen gönnst. Vielleicht einem Freund, der immer auf der Rolltreppe steht, während du die Treppe nimmst. Fassen wir noch einmal alles zusammen. Was nimmst du heute mit? Erstens, unser Alltag ist eine Maschine zur Bewegungsvermeidung und die Industrie verdient daran. Und zweitens, chronisches Sitzen senkt lebensnotwendige Enzyme. Schon nach wenigen Stunden beginnen Triglyceride zu steigen und die Insulinsensitivität sinkt. Drittens, Muskelverlust ist gefährlicher als Fettzunahme. Wer zu den Muskelschwächsten gehört, hat ein bis zu 3-fach höheres Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Viertens, du bist nicht faul, du folgst nur deiner Biologie. Aber diese Biologie passt nicht mehr in die heutige Welt. Und fünftens, NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Alltagsbewegung ist der größte Hebel. Schlanke Menschen bewegen sich täglich 2 Stunden mehr, ohne ins Fitnessstudio zu gehen. Sechstens, den schweren Weg wählen. Treppe, Fahrrad, Laufen statt Stehen. Immer. Siebtens, Bewegungssnacks alle 16 Minuten. Kniebeugen, Treppensteigen, Spaziergang. Achtens, Muskeln sind ein Organ. Entweder sie dominieren dein Hormonsystem oder Fett tut es. Such es dir aus. Neuntens, es ist nie zu spät. Die beste Zeit anzufangen war vor 20 Jahren, die zweitbeste ist jetzt. Unglaublich, aber 55% meiner Zuschauer haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke. Und wenn du immer als Erster wissen möchtest, welche Videos als nächstes kommen und mitbestimmen möchtest, welche Themen, welcher Titel, welches Vorschaubild, dann komm gerne in den Life Algorithm Telegram-Kanal. Wie immer möchte ich mein Video mit einem Zitat zum Nachdenken beenden. Der Körper wird stärker durch Beanspruchung, nicht durch Schonung. Hippokrates. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.